Ich lebte mittlerweile ja schon ein paar Monate in Saudi-Arabien. Und darum begann bald darauf der Fastenmonat Ramadan. Islamische Feiertage sind nach dem Mondkalender berechnet und daher verschieben sie sich Jahr für Jahr. Und der Ramadan fiel in diesem Jahr auf den September. Von der Bauleitung bekamen wir schriftliche Instruktionen, wie wir uns während der Fastenzeit zu verhalten hatten. Denn Muslime dürfen erst, wenn die Dunkelheit hereinbricht, also wenn man einen weißen Faden nicht mehr von einem schwarzen Faden unterscheiden kann, Nahrung zu sich nehmen. Frauen, die gerade menstruieren, dürfen essen, müssen aber anschließend die Fastenzeit nachholen. Auch Schwangere waren vom Ess- und Trinkverbot ausgenommen. Kleine Kinder, Kranke und sehr alte Menschen auch. Mir taten die muslimischen Arbeiter in der sengenden Hitze leid. Bei 48 Grad im Schatten durften diese Männer den ganzen Tag über nicht einen Tropfen Flüssigkeit zu sich nehmen. Nicht sonderlich gesund. Während sie die Büsche bewässerten, schauten sie sehnsüchtig auf das Wasser, das aus dem Schlauch heraussprudelte. Ich beobachtete einmal aus dem Küchenfenster einen Mann, der sehr erfinderisch war. Hin und wieder hielt er den Schlauch so geschickt, dass Wasser über seinen Körper spritzte. Und dabei machte er den Mund auf und erhaschte so ein paar Tropfen. Solange wir uns in unserem von Stacheldraht umzäunten Camp aufhielten, mussten wir keine Rücksicht nehmen. Doch sobald wir uns außerhalb des Camps aufhielten, hatten wir uns an die strengen Regeln des Islams zu halten. Während des Ramadans durfte man auf der Straße natürlich nicht essen oder trinken. Aber auch rauchen oder ein Kaugummi kauen war strengstens verboten. Außerdem mussten Männer während der Fastenzeit ihre Haare kurz tragen. Als ich einmal mit mehreren Frauen aus dem Campus in die Stadt zum Einkaufen gefahren war, sahen wir, wie Männer auf einen Pickup gezerrt und zum Friseur geschleppt wurden. Nachts war während der Fastenzeit in den Städten ein unglaublicher Lärm. Die Kinder durften lange aufbleiben und tobten durch die Straßen, denn das Leben, das sonst am Tag stattfand, wurde ja in die Nacht verlegt. Anders als sonst wurden nur die feinsten Speisen aufgetragen. Ich aß sehr gerne bei meinen arabischen Gastgeberinnen. Ich liebe die arabische Küche immer noch. Mir läuft heute noch das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an die großen, flachen Schalen denke, auf denen ein Couscous serviert wurde. Darin schwammen in Hirse neben gekochten Kartoffeln und Kürbis dicke Stücke Hammelfleisch. Das Ganze war hervorragend gewürzt. Oft gab es auch eine Art Ragout in roter Soße, die ihre Farbe vom scharfen roten Harissa erhielt. So oft ich auch versucht habe, diese Gerichte nachzukochen, ist es mir nie gelungen, dass es genauso schmeckte wie in Saudi. Zum Essen trank man Tee und Wasser. Und dann war der Ramadan vorüber. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.